Ich habe euch erwartet zu einer neuen Reaction. Heute bin ich nicht alleine, sondern heute ist der einzig wahre Vilonator hier. Carsten ist mit dabei. Carsten, hast du schon eine Idee, was wir gucken heute? Vielleicht das da. Wir gucken heute, wie man ein Laseraugen basically baut. Nicht ganz Laseraugen. Eine Laserpistole, die dahin schießt, wo du hinguckst. Krass. Du bist excited. Was gibt es? Du bist excited. They're near impossible to create in real life. But I think we've managed to make his heat vision. Guck dir das mal an hier. Alter. Das ist ja Special Ja. Effects. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen übertrieben. Guck mal, was da von der Wahrheit entspricht. If you've been following Hacksmith Industries, you know my team and I take fictional... Kennst du den Channel? Die machen saukrasse Sachen. Ich habe nur mal durchgeskippt aber noch nie richtig verfolgt. Das ist so krass. ideas from comics and movies and make real The fuck. working prototypes. We mostly focus on Marvel gadgets from Das sind sozusagen die amerikanischen wie wir so, ne? Ja, aber die haben tatsächlich Ingenieurswesen studiert und können so Raketen bauen. various pieces of Iron Man's tech, like his helmet, repulsor, and even plasma cutter. Die To haben auch capture ein echtes Lichtschwert gebaut, was wirklich so durch Sachen durchschneiden kann und so. America's Aus Plasma. electromagnetic shield, Die können halt wirklich Thor's Sachen. hammer with tons of different abilities, and even Wolverine's claws. Plus, of course, our journey to create real lightsabers. Aber das ist deren echter Job oder wie Ja, ist das? also das sind ja wirklich Ingenieure, die das machen. Ja, aber haben die noch einen anderen Job? Nö, die machen halt YouTube-Videos. As far as DC Comics go, we have made some of Batman's gadgets, from his grappling gun to batarangs, and we're even working on a life-size bat signal. And of course, there was Aquaman's trident. But what about poor Soups? He's practically responsible for all of these comics, as the OG superhero. Heck, I even grew up watching Smallville, one of my favorite shows as a kid. Superman, was könnte man da machen? Fliegen? Laseraugen könnte man machen. Die Laseraugen sind eigentlich so das Iconic, aber die machen ja nicht Laseraugen. How cool would it be to shoot lasers from my eyes? Das wäre sehr We cool. could take a whole bunch of high-powered laser modules, a pair of goggles, put them together, and call it a day. But that's more like Cyclops than it is Superman. The cool thing with Superman is he can precisely aim his lasers using his eyes, not just radiate energy wherever his head is pointed. Now, we could take some tiny laser modules, superglue them to some contacts, and stick them on my eyes. There's two problems there. Number one, I wouldn't be able to see through the lasers. And number two, even if we got it working, they'd be super weak and not capable of doing much of anything, except maybe amusing my cats. So what if we could use some kind of technology to tell where my eyeballs are looking, then shoot a laser beam wherever I look? Ich will, wenn der Laser wirklich irgendwie Sachen zerschneiden kann oder anzünden kann, wäre krass. Well, luckily, my friend Michael works at a company called AdHoc. Laser an, ne? Ja, voll. AdHoc is developing eye-tracking glasses to be used at the forefront of both augmented reality and virtual reality technology, as Das ist cool. well as the gaming and medical industries. Ey, mit so Eye-Tracking-Shit kann man auch im VR I voll convinced krasse him Sachen machen. to let Weil stell dir vor, die Schärfe geht immer dahin, wo du hinguckst. me borrow a very expensive pair of prototype glasses from the company to try this idea out. Now, conveniently, Charles used to intern at AdHoc, so he should know his way around these glasses. Actually, I worked on testing robots and jigs. I don't really know much about eye tracking. I'm sure you'll figure it out. Anyway, Da zu arbeiten ist glaube ich auch cool. these glasses are super cool. Let me show you. Step one is to calibrate to my eyes. Bin ich gespannt. What that calibration was doing was comparing the IMU in the glasses to where my eyes were looking. That's why it had me looking around at the screen while also moving my eyes and focusing them on the black dot. Krass, aber wie... Ja. Das heißt, du... Now that we have it Die calibrated, Frage ist, we can test it. aber wie testet das Ding, wie es... Also, woher weiß die Brille, wo deine Augen out. hingucken? I've set up a few objects in the background here that I'm going to look at, and I can pause the readout so we can see how close my gaze was to what the glasses saw. It's important to do this because I can't look at both the screen and what I'm looking at the same time, so I'll have no idea if it's actually catching what I'm supposed to be looking at. Let's start with an easy one. All right, looking at the right target.
Jo. There we go, right target. Aber sowas kenne ich zum Beispiel auch schon. Es gibt doch bei Galileo, ne? Gab es da so ein Video, wo man schauen wollte, wo schauen die Menschen hin, wenn sie Auto fahren? Also nehmen sie die Schilder mit. Ja, klar, es gibt auf jeden Fall Eye-Tracker. Es gibt ja auch mal diese Eye-Tracking-Videos und so. Bei Twitch ja auch. Ja, genau. Aber das ist ja eher so, dass das irgendein Device ist, der dich von außen filmt und daher sieht, wo deine Augen hinpacken. Das ist eine Brille. Das finde ich irgendwie schon krasser. Ja, das ist so. Das ist halt so super klein halt, ne? Target. Look at the Thor hammer. Not bad. Mando helmet? Das funktioniert auf jeden Fall richtig cool. Nice. Alright, Hacksmith logo on the wall. Das funktioniert There we richtig go, gut. Hacksmith logo on the wall. Basketball on the table. Na, nicht ganz Pretty good. accurate. Let's look at Daryl, our cameraman. Imagine jetzt immer, wo du hinguckst, alles direkt so vaporized. Musst richtig aufpassen, wo du hinguckst. There we go. That's pretty awesome. This is pretty accurate tracking where my eyes are. But how would it do against a moving target? Oh, das funktioniert aber auch gut. That works really great. Die haben aber auch eine Kamera drin, die Goggles. Now we know where my eyeballs are looking, which means we need a high-powered laser. Enter Wicked Lasers and the Laser Cube. This is a 2.5 watt laser projector. Don't let its small size fool you. It's an incredibly powerful projector. Das ist sehr cool. And it can even pop balloons. Now, we just have to put it all together. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das ist cool. Also der kann also auch so allein so Hologramme auf dem Boden machen und so. These glasses will output the X and Y coordinate. Ja, gerade, weil anscheinend ist es ja dafür da, einfach nur auf dem Boden Hologramme zu machen, aber trotzdem kannst du da Ballons mit platzen lassen. Ja? Okay. Of where my eyeballs are looking. And we just somehow need to give the laser cube that information and tell it when to fire, which should really just be a simple software problem. But I'm not very good at writing software. I am great at hiring people who are good at writing software though, like Charles. So while Charles figures out how to do the code, I'm going to start assembling the lasers onto my shoulders so I can wear them and shoot lasers with my eyes. Das ist auch ein cooler Job, wa? Red Bull schön auf dem Tisch. So gehört sich das. Denkst du, wie lange hat das gedauert? 2-3 Wochen? Ja? Bestimmt. Also mit den ganzen Bugs und so. Der muss da ja schon echt, also der muss ja ein komplettes Software-Interfacing schreiben. Also der hat einmal die Software von dem Laser und der hat einmal die Software von den Goggles und der muss ein komplett neues Interfacing schreiben, ein neues Programm, das A mit B redet. Und das kann, umso verschiedener die Geräte sind und umso verschiedener die Inputs sind und die Outputs, umso schwieriger wird das. Und kommt natürlich auch an, wie offen das kommuniziert wird. Also wie offen geht zum Beispiel so eine API-Schnittstelle. Genau, oder wie sowas, groß ist die API-Schnittstelle? Das heißt, also wie viel Infos gibt zum Beispiel die Brille raus versus, ne, wie viel nimmt der Laser wirklich und an das Infos versucht er an? wahrscheinlich gerade auch noch ein bisschen zu hacken, ne? Ja, das ist halt manchmal die Sache. Manchmal bekommt man auch nicht alle Infos, die man haben will. Das ist teilweise gar nicht so unkompliziert auf jeden Fall. Charles? Yeah. Well, How's it going? How's the laser software going? oh, Er war so. Er hat da wirklich einen Monat durchgemacht. Er war wirklich am yeah, Limit. it's come together great. Oh, well, why don't you show me what you got? So I wrote this Python program that takes in the data from the ad hoc eye trackers. That gives us the position that we're looking at in space in front of the glasses. Bit of a trick here because your eyes aren't inside of the laser cubes themselves. Right. Ah, okay, du musst halt die Position von, das ist halt das Problem, da hast du verschiedene Koordinatensysteme. Du hast halt einmal das Koordinatensystem, was dir die Brille gibt, wo die Brille im Screenspace deiner Augen denkt, wo du hinguckst. Und das musst du konvertieren in das Koordinatensystem, wo der Laser hin muss. Das ist ziemlich schwierig. There's actually kind of a spatial offset, like kind of to the side and down a bit on X and Y. So we have to compensate for that, but surprise, it's actually in three-dimensional space. Ja, Right. So das macht's not only do we schwierig. have to deal with that, we also have to figure out what angle we need to change it by, depending on the depth. Schöne Mathematik. Ja, ne? schöne Mathematik, schöne Vektor- und Matrizen-Geschichte. Of how far we are looking at the thing. Sounds like a bunch of complex math. It is. Luckily, Das we ist have wirklich
Nicht gerade einfache computers Mathematik. to do complex math. And I have this laser rangefinder over here that we're going to add to the shoulder of the thing. So that Figure will out- give you yeah. that offset. How far away the wall is. So once we have that, we can take in the eye tracker data and 30,000 times a second for each one of these lasers, Jeez. feed out a color 30.000 Mal die Sekunde wird das gemessen. and an X and Y position for where to put the mirrors, Which is going to match what your eyes are looking which is at. going to match what your eyes are looking at. So I actually added a calibration that you can step through, like in the program. Here, why don't I show you? Look at the little squiggle on the left. Give it a moment. All right, now, as these targets come up, I need you to look at the center of the crosshair. Ready? Yep. This Jetzt is kalibriert der das auf die Augen. way Krass. cooler than a normal optometry exam. So as we're going through, it's building up a matrix that Das ist ja correlates krass. where your eyes are pointed to where it's able to do the thing. So now it should be calibrated. Whoa. Alter, It's krass. following my eyes. All right, so I'm going to look at the bottom target, top left, Krass. and top right. Das ist schon cool. Oh, this is pretty cool. Ey, wie muss ich das anfühlen, wenn du auf einmal so Laser mit deinen Augen steuern kannst? Das fühlt sich an wie Telepathie wahrscheinlich. Yeah, like it's working great for. Warte mal, hätte der das nicht auch mit nur einem Laser machen können? Ja, theoretisch schon. Theoretisch schon, klar. Okay. Falls du schielst, geht die Laser dann so. Here. I actually have a bit of a lazy eye, so the eye tracker does not work great on me. But no, for you, it's like you're looking at the target that you had in mind, which is fantastic. All right, this looks awesome and works great following my eyes, but how am I going to burn stuff? Well, right now we're running it in a safe, low power mode, like the way Right. that you're supposed to use laser projectors. Of course. Das meinte ich nämlich. Jetzt kommt der Weg, wie man sie nicht benutzen sollte, der viel mehr Spaß But when I macht. was writing the code, I noticed that there's nothing stopping you from just turning on all 3 lasers at full power at once. So that's Which- like Insanity. 5 watts of RGB power. Between the 2 lasers, that's 5 watts of RGB power. That's That's going to enough- burn things and potentially make you go blind if you're Yeah, not careful. that's enough to burn your eyesight just looking at the dot on the wall. Okay, we don't Warte, du wirst blind dadurch, dass du den Laserpunkt an der Wand siehst? Digga, wie hell werden die? Das ist krass. want to do that. No, so we need to get some laser safety glasses that are appropriate for this. Well, I mount the laser cubes. Why don't you find some suitable laser goggles? All right, and then we'll meet back and give this a real test. Aber Sounds ganz like a plan. kurz, mit so Lasern arbeiten darf man erst, wenn man so einen Schein gemacht hat, ne? Also Gibt's da einen Schein? ja. Ach, krass. Also alle Lichttechniker und so, die dürfen auch nicht einfach, du kennst ja in den Clubs so Ja, ganz ja. viele Laser. Das darf nicht jeder, also man darf die nicht anbringen oder nicht benutzen, wenn nicht jemand dabei ist, der extra so einen Schein hat. Ach, ja gut, so sind wir. So Laser können echt augenmäßig schwierig werden, ne? All right. How are we going to mount these laser cubes to my shoulders? Well, since these are actually laser projectors, they have a 1/4-20 thread on the bottom, similar to what cameras use. So that led me to think about camera accessories. There's lots of ergonomic accessories, like shoulder rigs, to help you hold a camera in a comfortable way. So I thought, what if I combine some parts like this into some kind of rig Einfach that Shoulder sets on my shoulders, Ja, ja. mounts the laser cubes, and keeps my head in relatively the same position so the eye tracker can do its magic. Let's figure it out. Aber das ist ja noch relativ simpel. Das können wir aufbauen. Ich glaube, das Krasse an dem Projekt ist einfach die Software. Also 100% das Softwaremäßige. Oh, it's pretty good. Sits on my shoulders nicely, embrace my neck. This looks nice and simple. But Charles also gave me all the electronics and the wireless router and a whole bunch of stuff. So I'm just gonna hide that in his backpack. Easy. Ich bin so gespannt auf den Test jetzt. Wenn die das Ding voll aufdrehen. You're not just anyone. One day you're gonna have Die Tryhard mit den Kostümen auch immer, das ist so geil. You have to decide Okay. what kind of man you want to grow up to be. Whoever that man is, good character or bad, Geil. he's going to change the Jetzt world. bin ich gespannt, Alter. Das ist schon ziemlich geil. Ja. Vor allem, du kannst einfach Sachen überbrennen. You came here for destruction. Well, Ja, dafür bin ich Charles hier. got us some laser safety goggles, and we even found an optometrist who was able to put the laser goggles into the glasses, so I can be protected too while I'm destroying things. Though, I gotta say, it's kind of more like Cyclops. Aber das ist halt auch so eine Sache, ne?
Die haben jetzt extra noch jemanden gefunden, der diese Gläser so umgebaut hat, dass das mit Lasersicherheitsglas funktioniert. Das ist krass. Than Superman at this point? Anyway, with these glasses, we can turn the laser up to 100% power, which means we can destroy some stuff. Let's get started. First up, 99 red balloons. Ish. Krass. Schon sehr hell auf, die Laser, ne? Yeah! Ich habe mich ja auch gerade All gefragt. right, that was Hat er was in der great, Hand oder so? but let's try trick shots. Ach, rüber. LOL über Spiegel, geil. Alter, wenn das in den Kamerasensor direkt reinschaltet, ist der auch durch, ne? Yeah! My hair almost caught fire because it got in front of the laser, but pretty Der hat einfach seine Haare gezündet. cool. I mean, shooting through a mirror. I don't know, has Superman ever actually done that? I want to see these balloons pop, one after the other. Bang, 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 bang. You ready, James? For peace and justice. Das ist schon krass. Alter, guck mal auf aussieht, dieser diese. Strahl. Dieser Strahl sieht so fast aus wie Fake eigentlich schon, ne? Yeah! Keep smelling burned hair. Oh. Warum hat er die denn noch da? Das ist ach geil, das sind Streichhölzer. LOL. Vor allem, du guckst nur dahin, bis ich das aufgeführt That's Crazy. perfect. All right, Charles, what's next? All right, James, I want to see how far you can burn through these. Ist das mit. All right, here we go. Nee, ist Pappe. Oh, I see smoke. Crazy how much you move your eyes. Oh! Krass, der kommt sogar durch. Takes a lot of focus. I'm burning the next piece. Turns out a staring contest with cardboard is pretty hard. Stell dir mal vor, du machst aus Versehen was? Keeping your eyes focused on that Aber just guck, one der hat die point, Fernbedienung da in der and Hand. Ja, ja, then damit macht er, glaube ich, staying an. on that point so it burns the next point in the cardboard. A lot harder than I thought it'd be. Für Brennen brauchst du noch mehr Temperatur. Ja, ja, die ganze Zeit auf einen Punkt genau zu gucken, ist schon anstrengend. This is really hard. I can't believe how hard this is. I don't think it's saying much to admit that a brick wall wins in a staring contest. Aber er kommt komplett durch. It's on the wall. Wait. Yeah! That took way too long. Er ist komplett Next thing, exhausted. Charles. Er ist komplett Superman always exhausted. draws his logo everywhere, and I want to see if you can write your name. Alrighty. Oh man, for warum ist thermal nur noch transfer einer paper, it jetzt? takes a lot of heat. Das frage ich mich. All right, there's an I. So I'm gonna turn into an H. Lol, geil. Er schreibt einfach damit. Check out hacksmith.store. Angeschrien.shop. James, we need to go out with a bang. Remember the plasma popper? Fire in the hole! Was war das? Was war das denn jetzt? Propane. Ah, okay, da ist jetzt Propan drin in den Luftballon. Ready? Das ist Feuer. Ja! Geil. Come on, balloon. Krass. Digga. I'm Superman. Das ist schon Cool geil. guys walk away from explosions. Is the wall on fire? The wall is on fire. Alter, geil, oder? Also es brennt schon gut. That was freaking sweet. Krass. Yeah. Und die Wand ist kaputt. That'll buff out. This is the most fun I've had with a project in a long time.
shooting lasers with your eyes. I wouldn't say it was a childhood dream, but it was pretty satisfying. Yeah. Huge thanks. Das war sehr cool. Würdest du es auch gerne mal testen? Ja, schon. Ja, ne? Ja. Schickt uns bitte die Laser-Hacksmith. Danke!